Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. So langsam kommen nach und nach die Minis, die wir in der Summer Preview gesehen haben, in die Vorbestellungen. Bevor wir uns das aber anschauen, noch ein kleiner Einwurf meinerseits. Vergangenen Samstag konnte man sich Captain Centos im GW Store kaufen. Hatte ich auch im letzten News-Video ein bisschen was dazu erzählt und warum ich mir den holen will. Wie auch immer, am Samstag erstmal ein bisschen langweiliges Erwachsenenzeug gemacht, Gartenarbeit, und dann mit meiner Frau in den GW Store gefahren. 2 Stunden nach Ladenöffnung dort gewesen. Nur noch 2 Captain Centos im Regal. Ja, und dann habe ich mir einen davon direkt geschnappt. Der hat auch nur 160 € gekostet. Blende ich euch hier mal ein. Aber jetzt zurück zu den noch neueren Neuigkeiten. Diesmal gibt's untote Neuigkeiten für Age of Sigmar. Wir schauen mal gemeinsam auf die Sunday Preview zu den Dingen, die ab Samstag, den 16.08.2025 vorbestellt werden können. Seht es hier schon, Ghule und Geister, Kriegsbuch für die Flesh Eater Corps, die Höfe der Leichenfresser. Dieses Modell hat man auch in der Summer Preview gesehen, Oberster Falkner Felgrin. Ziemlich cool, der hat hier auch so einen Falkner-Handschuh an. Die Kernidee dieser Flesh Eater Corps ist, dass das so wahnsinnige, verfluchte Ghoul-Königreiche sind. Also die in ihrer eigenen Wahnvision leben und sich als edle Ritter, Könige und Gefolge in einem königlichen Hofstaat sehen. In Wahrheit aber kannibalistische Untote sind, die vergammeltes Fleisch futtern. Ja, und der Hofstaat, der existiert halt nur in deren Einbildung. Für Außenstehende sind es halt einfach Ghule, wilde Bestien, Untote, die alles futtern, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und halt hier auch der oberste Falkner Felgrin, der schickt halt so seine Falken, die in Wahrheit vampirische Fledermäuse sind, los. Genial. Gesicht finde ich awesome. Ich denke schon so ein paar coole Details drin. Ja, da schickt halt hier den Falken. Ist schon ein cooles Modell. Dann hier neue Speerspitze. Finde ich auch sehr nice. Der hier, der gefällt mir richtig gut. Ich meine, der sitzt ja nicht auf dem Tactical Rock, sondern was ist denn das? Ein Tactical Stein mit Schädel gedärmst drumrum gewickeltem Ding. Tactical Gebeinrock. Also das ist schon eine coole Pose, ja, mit den Flügeln und so. Also das sind schon schöne Modelle, gefallen mir sehr gut. Aber ich habe auch noch die Spearhead von den Soulblight Gravelords, also von den aristokratischen Vampir, klassische Untote-Armee, auch noch draußen stehen. Erstmal die anmalen, aber die gefallen mir hier auch echt sehr gut. Ja, die sind schick, die Modelle. Hier auch nochmal extra Box, das blutrote Gericht. Das ist natürlich schon, ja, der hatte sich halt einfach mal so eine richterliche Perücke aus Gedärmen geformt. Okay. Ja, ist schon irgendwie auch ein bisschen eklig, aber cool. Der hier, die Fahne, ist auch einfach nur die abgezogene Haut. Da hängt noch eine Hand dran, so irgendwie. Hier auch Trommel, Haut drüber gespannt. Ja, die sind schon ziemlich krank. Geil. Sind auf jeden Fall sehr gute Zeiten, falls man vorhat, mit der Armee der Flesh Eater Corps zu starten. Auf Deutsch heißen sie Höfe der Leichenfresser. Man hat hier Spearhead Box, hier dieses besondere Modell und dann nochmal eine extra Box. Also da mit dem coolen Richter. Ist schon geil. Dann natürlich auch die Schriftrollenkarten und die Würfel. Und dann bleiben wir bei den Untoten. Nächste Fraktion, die Nighthaunt. Also die klassischen Geister, Heere, ewige Qual, Spukgestalten, Sensenmänner, geisterhafte Reiter, verlorene Seelen. Ja, der ist auch cool. Den haben sie ja auch ausführlich bei der Summer Preview gezeigt. Hier oben mit diesem kleinen Tischchen, wo die ganzen Tinkturen draufstehen. Da mixt er irgendein Gift zusammen, schüttet hier was aus. Kleines Sichel in der Hand. Ja, ich meine, im Gegensatz zu den Standard-Nighthaunt-Geistern, die vermutlich ja schon mal interessant sind zum Anmalen, aber dann irgendwann relativ langweilig werden, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist der hier nochmal so ein bisschen, ja, da kann man noch ein bisschen mehr Farben reinbringen und so durch die Tinkturen hier oben. Der hier auch, wow. Ritter des Grabtuchs. Kann man sich natürlich vorstellen, der hebt sich so aus seinem Grab, riesen Zweihänder dabei. Krass beflügelter Helm. Eine Sanduhr als Halskette. Auch cooles Modell. Und dann hier auch neue Speerspitze. Ja, die Modelle sehen auch ziemlich cool aus, finde ich. Haben ja auch die verschiedenen Posen. Aber mein Eindruck ist halt jedes Mal, wenn ich Nighthaunt anschaue, meine Frau hat sich auch eine Box von denen mal geholt.
die erscheinen mir einfach ein bisschen langweilig bei der Bemalung. Die kannst du theoretisch auch relativ schnell anmalen, packst eine Grundierung drauf, hier ein bisschen so Geisterwash drüber, Kontrast drüber. Das sind halt, ja, das sind schon ein paar kleine Details, aber da kannst du vermutlich so eine Armee relativ schnell battle-ready auf den Tisch bringen, so, ne? Die haben auch alle unterschiedliche Posen, das ist schon mal schön, das gefällt mir. Die Reiter hier sind auch cool. So vom Gesamterscheinungsbild gefallen die mir schon, diese Geister. Die Idee der Armee, vor allem, die sind ja super schnell. Alles fliegt ja, das sind ja alles Geister. Das heißt, Gelände ist denen auch relativ wurscht. Hat schon so einen Reiz, die Armee. Aber ich wollte mich jetzt nicht hinsetzen und da 30, 40, 50 Geister anmalen, bin ich ehrlich. Da finde ich es fast spannender, Space Marines zu bemalen. Aber auch hier gibt es Schriftrollenkarten, Würfel. Dann in der Black Library Apraxia, Spear of the Everchosen Limited Edition. Legend of Sigma. Für Warhammer die Old World. Und tja, dann sind wir schon am Ende. Neue Inhalte für Warhammer Plus. Das war eine kurze Sunday Preview. Ja, wie gesagt, vieles hat man schon gesehen in der Summer Preview. Da wird es jetzt auch die nächsten Wochen nach und nach immer wieder, wird die Sunday Preview vermutlich von diesen Dingen bestimmt werden. Da wird es nach und nach immer wieder das Zeug dann in die Vorbestellung reinkommen. Da werden ja noch einige Combat Patrols für Warhammer 40k kommen. Dann wird abzuwarten sein, wann wirklich die Chaos Dwarfs in Anführungszeichen dann in die Vorbestellung reinkommen. Aber da ist meine Vermutung, dass sie das vielleicht sogar eher Richtung Weihnachtsgeschäft sogar noch ein bisschen drücken werden. Aber ja, bleibt spannend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Da gibt es noch viel mehr als diese News-Videos. Da wird gebastelt. Da wird gebaut, gebastelt, gemalt. Da wird in Erinnerungen geschwelgt. Wir haben eine gute Zeit. Kommt mal ein dummer Spruch von mir zwischendrin. Jo. Lasst mir einfach ein Abo da. Das unterstützt den Kanal, das motiviert mich. Da gibt's mehr von dem Zeug, von meinen Blödeleien. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.